Nimm mal an, du isst seit Jahren herzgesund und dein Herzinfarktrisiko steigt trotzdem. Warum verstopfen deine Arterien, obwohl dein Cholesterin perfekt ist? Weil dein Arzt die falschen Werte misst und du die wahren Feinde ignorierst. Mit 45 Jahren habe ich einen HOMA-Index von 0,8 und ein Triglycerid-HDL-Verhältnis von 0,54. Das sind Werte, die dein Arzt wahrscheinlich gar nicht bestimmt hat. Ich esse massenhaft Fleisch und Fett und habe ein Sixpack, weil ich kein Rapsöl und keinen Zucker esse. Und genau das ist ein Teil des Unterschieds. Die herzgesunden Pflanzenöle, die dir als ungesättigt verkauft werden, oxidieren dein LDL und feuern die Entzündung in deinen Gefäßwänden an wie Brandbeschleuniger. Dieses Video entlarvt die 3 größten Brandstifter, die als gesund gelten und zeigt dir, wie du Plaque, also die Ablagerung in deinen Arterien, verhinderst oder stabilisierst, selbst wenn du schon welche hast. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Auf diesem Kanal geht es nicht um Dogmen oder irgendwelche Trends. Hier geht es um gesunden Menschenverstand, Nähe zur Natur, um Praxistests und darum, was wirklich funktioniert, um unsere Gesundheit zurückzuerobern. Und heute sprechen wir über das Thema Nummer 1, Herzgesundheit, Arteriosklerose. Das ist der Fachbegriff für das, was wir umgangssprachlich Arterienverkalkung nennen. Im Grunde ist das der Prozess, bei dem sich über Jahre lang Ablagerungen, sogenannter Plaque, in deinen Gefäßwänden festsetzen. Diese Ablagerungen machen deine Arterien immer enger und sind die wahre Ursache für die größten Killer unserer Zeit: Herzinfarkt und Schlaganfall. Ich habe dafür die Arbeit von 5 absoluten Top-Experten auf diesem Gebiet analysiert, um für euch den gemeinsamen Nenner herauszufiltern. Wir sprechen hier von Kardiologen wie Dr. Jamnadas, von praktizierenden Herzchirurgen wie Dr. Philipp Ovadia, von Langlebigkeitspionieren wie Dr. Peter Attia, von Zuckerforschern wie Dr. Robert Lustig und von Experten für metabolische Gesundheit wie Dr. Paul Saladino. Das, was jetzt kommt, ist der gebündelte Fahrplan, auf den sich diese Koryphäen einigen. Erstens, wir schauen, was du wirklich messen musst, und ich wette, dein Arzt misst diese Werte gar nicht. Zweitens, die 4 fundamentalen Lifestyle-Säulen, die dein gesamtes System zurücksetzen. Drittens, die 3 wahren Brandstifter, die du sofort aus deiner Küche verbannen musst, und einer davon gilt als herzgesund. Und viertens, wie du das Ganze umdrehen kannst, selbst wenn du schon Plaque hast. Los geht's! Das Erste, was die meisten Menschen hören, wenn sie zum Kardiologen gehen, ist: Ihr LDL-Cholesterin ist zu hoch. Hier ist ein Statin. Ich habe das selbst erfahren. Das ist das, worauf sich Big Pharma mit ihren milliardenschweren Statinverkäufen seit Jahrzehnten stürzt. Ein Markt, der übrigens auf über 15 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt wird. Und das Geschäftsmodell ist genial. Die offiziellen Grenzwerte für böses LDL-Cholesterin wurden über die Jahre von einflussreichen Gremien immer weiter nach unten korrigiert. Je niedriger der Grenzwert, desto mehr Millionen Menschen werden quasi über Nacht krank geredet und qualifizieren sich für ein lebenslanges Statin-Abo. Aber hier ist die Realität, die niemand ausspricht. Trotz dieser massenhaften Verschreibung von Statinen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die Todesursache Nummer 1. Die Zahlen sinken nicht in dem Maße, wie der Statineinsatz steigt. Der große Gewinner ist Big Pharma. Der Verlierer ist der Patient, der glaubt, er könne einfach eine Pille nehmen, während er die wahren Ursachen, die wir gleich besprechen, weiter ignoriert. Schau mal, das Problem ist nicht das LDL an sich. LDL ist einfach nur das Transportschiff. Es transportiert Energie, also Fett und Cholesterin, zu deinen Zellen, damit die arbeiten können. Das ist lebenswichtig. Der Herzchirurg Dr. Philipp Ovadia sagt dazu: Das ganze Konzept, dass man Herzerkrankungen auf eine einzige Zahl reduzieren kann, ist einfach töricht. Aber Sie selbst. This isn't really about, ketogenic diets, low carb diets. It's understanding what LDL tells us and what it doesn't tell us. And, the whole concept that you can reduce heart disease to one number is just foolhardy. Gefährlich wird es erst, wenn dieses Transportschiff, das LDL, beschädigt, klein, dicht und oxidiert ist. Und was macht es klein und dicht? Was sorgt dafür, dass es sich in der Gefäßwand festsetzt und dort eine Entzündung auslöst? Ein Wort: Insulinresistenz. Dein Fokus auf den LDL-Wert ist nutzlos, wenn du den Kontext nicht kennst. Deshalb sind die Standardwerte, die dein Arzt misst, oft wertlos. Hier sind die Werte, die du wirklich brauchst und die von allen 5 Experten aus meiner Analyse als entscheidend genannt wurden. Wert Nummer 1, dein Nüchtern-Insulin und der daraus berechnete HOMA-Index bzw. HOMA-IR. Dein Nüchtern-Insulinwert ist der wichtigste Frühindikator für eine metabolische Entgleisung. Der HOMA-IR ist ein einfacher Rechenwert, der diesen Insulinwert zusammen mit deinem nüchternen Blutzucker nutzt, um deine Insulinresistenz präzise zu bestimmen. Warum ist das so wichtig? Lange, oft Jahre, bevor dein Blutzucker oder dein Langzeitblutzucker HbA1c ansteigen, schreit dein Insulin schon um Hilfe. Dein Körper wird taub für Insulin, also muss die Bauchspeicheldrüse immer mehr davon produzieren,
um den Blutzucker in die Zellen zu drücken. Und dieses konstant hohe Insulin ist der wahre Brandstifter, der aber leider nie gemessen wird. Weder im kleinen Blutbild noch im großen Blutbild. Dies ist fatal, wie Dr. Jamnadas erklärt. I found that these 70% of the patients who had prediabetes, what they call prediabetes, had extremely high insulin levels. So in spite of the sugars being decent, they had so much insulin. And that seemed to identify a whole group of patients who were extremely high risk of having a new event, another stent, progressive disease, increasing coronary calcium, heart attack rates. So your metabolic condition, the biggest metabolic condition I found was prediabetes. So let's say a patient comes and says, I want to know what's going on. I'm going to be looking at that. I order a hemoglobin A1C. That's a test for diabetes. Comes back normal. Normal meaning less than 5.7. Doesn't mean anything to me. I'll still, if you got coronary disease, even though your hemoglobin A1C is less than 5.7, if you have coronary artery disease, you need to do the insulin test. That's a blanket statement I've made, but I stick by that because you'll be surprised how many patients have normal hemoglobin A1Cs, but their insulin levels are still high because they got coronary artery disease. If you got coronary artery disease, you have to rule out hyperinsulinemia. If it's between 5.7 and 6.4, they'll say you got prediabetes. So what? Measure the insulin level, and it'll be exceedingly high. Insulin zwingt deine Leber, überschüssigen Zucker rund um die Uhr in Fett, also Triglyceride, umzuwandeln. Um dieses ganze neue Fett abzutransportieren, produziert die Leber massenhaft Transportboote, genannt VLDL. Durch diesen Energiestau im Blut werden die normalen LDL-Partikel quasi umgebaut. Sie geben ihr gutes Cholesterin ab, werden entladen, schrumpfen und werden zu diesen kleinen, dichten, gefährlichen Partikeln, die sich in der Gefäßwand festsetzen können. Wert Nummer 2, bei dem sich alle Experten einig sind, das Triglycerid zu HDL-Verhältnis. Das ist der sogenannte Marker des armen Mannes, wobei ich dazu sagen muss, dass auch diese Werte weder im kleinen noch im großen Blutbild standardmäßig bestimmt werden. So viel zu, mein Arzt hat gesagt, dass meine Blutwerte gut sind. Die Regel bei den beiden Werten ist ganz einfach. Nimm deinen Triglyceridwert und teile ihn durch deinen HDL-Wert. Ist dieser Wert über 2,5 oder 3, dann hast du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Insulinresistenz und gefährliches kleines LDL. Egal, was dein Gesamt-LDL sagt. Und jetzt schau dir mal im Vergleich dazu meine Werte an. Ich bin das perfekte Beispiel für diesen Kontext. Ich esse sehr viel rotes Fleisch und esse viele gesunde Fette. Ich esse aber im Gegenzug so gut wie keinen Zucker und fast keine Kohlenhydrate. Meine letzten Werte waren HDL 82, Triglyceride 45. Wenn wir das jetzt teilen, 45 geteilt durch 82, dann ist das ein Verhältnis von 0,54. Das ist extrem gut und meilenweit entfernt von dem Risikowert von 2,5 oder 3. Das zeigt dir, mein Körper ist metabolisch kerngesund, obwohl ich so viel Fett esse. Mein Insulin ist im Keller, mein HOMA-Index lag bei der letzten Messung mit 0,8 und das beweist, dass meine Leber nicht ständig Zucker in Fett umwandeln muss. Im Gegenteil, hohe Triglyceride, die ich eben nicht habe, wären das klare Alarmsignal, dass meine Leber genau das tut, aktiv Zucker in Fett umwandeln. Das belegen auch Studien. In einer Subanalyse der berühmten Fourier-Studie zeigte sich, dass Menschen ohne metabolisches Syndrom, also die insulinsensitiv waren, absolut keinen Nutzen von einer Cholesterinsenkung hatten. Und was hat mir mein privat bezahlter Arzt gesagt? Herr Mücke, Sie müssen Statine nehmen, weil Ihr LDL erhöht ist. Und jetzt mal eine ehrliche Frage an dich. Welcher dieser Werte, Nüchterninsulin oder das Triglycerid zu HDL-Verhältnis, wurde bei dir schon mal gemessen? Und was war die Reaktion deines Arztes, als du danach gefragt hast? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich brennend. Okay, wir wissen jetzt, was wir messen müssen, um das wahre Risiko zu sehen. Aber wie verbessern wir diese Werte? Wie senken wir das Insulin und die Triglyceride? Die Ernährung ist der größte Hebel, da kommen wir gleich im nächsten Kapitel zu. Aber sie ist nicht alles. Das ist der Mythos, dem viele unterliegen, die nur auf die Ernährung schauen. Die Daten meiner Analyse sind klar. 23,5%, also fast ein Viertel des Erfolgs, sind diese 4 Lifestyle-Säulen. Und alle 5 Experten waren sich hier einig, dass diese Punkte essentiell sind. Säule 1, Fasten. 3 von 5 Experten nennen es als zentrales Werkzeug. Ob du Intervallfasten machst, also 16 Stunden nichts isst, und ein 8-Stunden-Essensfenster hast oder ob du mal einen ganzen Tag fastest. Fasten senkt das Insulin dramatisch. Es gibt deiner Leber Zeit, sich zu regenerieren und Fett abzubauen. Es fördert die Autophagie, die zelluläre Müllabfuhr. Es ist der natürlichste Weg, die metabolische Flexibilität wiederherzustellen. Säule 2, Bewegung und Muskelaufbau. Muskeln sind dein größtes metabolisches Organ. Sie sind wie ein Schwamm für Blutzucker
Je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Glucose kannst du speichern, ohne dass dein Insulin verrückt spielt. Bewegung hilft ganz spezifisch dabei, das gefährliche Leberfett zu verbrennen. Du musst also keinen Marathon laufen, aber Krafttraining und tägliche Bewegung sind Pflicht. Säule 3: Schlaf. Priorisiere das. Alle Experten betonen das auch wirklich. Du kannst die beste Diät der Welt machen, wenn du konstant nur 5 oder 6 Stunden schläfst, ist dein Körper im Stressmodus. Und das führt uns zu Säule 4. Die Säule 4 ist Stressmanagement. Mangelnder Schlaf ist Stress. Ein stressiger Job ist Stress. Das bedeutet, dein Körper schüttet Cortisol aus. Cortisol signalisiert deinem Körper Gefahr. Und was macht er? Er stellt Blutzucker bereit, damit du weglaufen kannst. Das treibt dein Insulin hoch und fördert deine Entzündung. Ich meine damit nicht nur, entspann dich mal, sondern die aktive Stimulation deines Vagusnervs. Kalt duschen, Atemübungen, Meditation, Spazieren im Wald. Das sind keine Esoterik-Tipps, das ist reine Biologie, um die systemische Entzündung zu senken. All diese 4 Säulen helfen auch dabei, den Blutdruck zu kontrollieren. Bluthochdruck ist ein mechanischer Verstärker. Er drückt die gefährlichen Partikel regelrecht in die Gefäßwand. Wenn du also hohen Blutdruck hast, dann ist das ein doppeltes Problem. Ich habe auch zum Thema Blutdruck natürlich senken ein Video gemacht. Schau es dir an, falls du hohen Blutdruck hast. Bevor wir jetzt zu den 3 größten Brandstiftern in deiner Küche kommen, ein kurzer Hinweis auf den Partner dieses Videos. Ich erwähne ja immer wieder, dass ich sehr viel Fleisch esse und meine Blutwerte dabei top sind, wie mein HOMA-Index von 0,8 und mein Triglyceride zu HDL-Verhältnis von 0,54. Die häufigste Frage, die ich dazu bekomme, ist: Arthur, woher kriegst du heutzutage überhaupt noch Fleisch, dem du wirklich vertrauen kannst? Genau deswegen freue ich mich, euch heute den Partner dieses Videos vorzustellen, Tellermitte.de. Das ist ein Hamburger Familienunternehmen, das 1897 mit einer Hausschlachterei begann und das Unternehmen mittlerweile in der 5. Generation betreibt. Was mich überzeugt hat, ist nicht nur die Fleischqualität. Tellermitte hat Leute wie Stefan, einen ausgebildeten Fleischsommelier, der die Firmen persönlich besucht und nur die besten, artgerecht und nachhaltig aufgezogenen Tiere auswählt. Tellermitte lebt die From-Nose-to-Tail-Philosophie, also die ganzheitliche Verwertung des Tieres. Wenn wir, wie wir gleich im nächsten Kapitel sehen, die giftigen Pflanzenöle und den Zucker weglassen, dann ist die Qualität von unserem Fleisch und Fisch das absolut Wichtigste für unsere Gesundheit. Klar, diese Qualität hat ihren Preis. Das ist keine Discounterware. Aber es ist eine ehrliche Investition in deine Gesundheit. Schau dir das mal an. Ich packe den Link unten in die Videobeschreibung und auch hierhin als kennbaren QR-Code. Und jetzt zu den Dingen, die wir sofort aus unserer Küche verbannen müssen. Willkommen beim wichtigsten Kapitel. Das ist die Verbotsliste. Hier passiert die meiste Magie. Die Experten sind sich hier absolut einig. Der größte Mythos, der uns seit 50 Jahren von Big Food und leider auch von vielen Gesundheitsorganisationen verkauft wird, ist, dass herzgesunde Pflanzenöle gut für uns wären. Aber fangen wir vorne an. Brandstifter Nummer 1 und 2 sind Zucker und verarbeitete Lebensmittel. Das ist keine Überraschung mehr. Alle Experten nennen sie als Haupttreiber. Jedes Mal, wenn du Zucker, Fructose, ja auch in Form von ganzen Früchten oder noch schlimmer Smoothies oder schnell verdauliche Kohlenhydrate wie Mehl isst, schießt dein Insulin in die Höhe. Deine Leber wird mit Energie überflutet und hat keine andere Wahl, als diese Energie in Fett umzuwandeln. Das sind die hohen Triglyceride, die wir vorher im Video besprochen haben. Ultraverarbeitete Lebensmittel sind die schlimmste Form, weil sie meistens Zucker, schlechte Kohlenhydrate und den dritten Brandstifter kombinieren. Und Brandstifter Nummer 3, industrielle Saatenöle. Und das ist der Punkt, den die meisten Menschen falsch machen. Ich spreche von Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl und Maiskeimöl. Big Food liebt diese Öle. Sie sind extrem billig herzustellen und in jedem einzelnen verarbeiteten Produkt enthalten. Kekse, Cracker, Chips, Müsli, Salatdressings, wirklich überall. Man hat uns gesagt, sie seien herzgesund, weil sie mehrfach ungesättigt sind. Die Wahrheit ist, sie sind vollgestopft mit Omega-6-Fettsäuren. In einer Menge, die es in der Natur gar nicht gibt. Diese Omega-6-Fette sind extrem instabil. Sie oxidieren in deinem Körper. Sie führen zu massivem oxidativem Stress und chronischen Entzündungen. Sie sind es, die deine LDL-Partikel oxidieren und sie damit überhaupt erst gefährlich und atherogen machen. Raus damit vollständig. Wenn du auch dachtest, Rapsöl sei herzgesund und diesen Mythos jetzt durchschaut hast, dann gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Damit hilfst du dem Algorithmus, dieses Video mehr Menschen zu zeigen, die das dringend hören müssen. Zu diesem Thema habe ich das Video Die 5 ungesundesten Lebensmittel für Herz und Kreislauf auf meinem Kanal. Was sollst du stattdessen zum Kochen bzw. Braten nutzen? Stabile, gesättigte Fette. Butter, Ghee, Kokosöl. Welche Öle und Fette ich persönlich nutze, die garantiert nicht oxidiert sind und auch noch schmecken, habe ich dir auf meiner Top 3 Empfehlungswebseite zusammengestellt. Du kannst den QR-Code hier scannen oder dich auf meiner Webseite zu der Kategorie klicken. Top 3 Produkte, Ernährung, Fette oder Öle. Okay, wenn wir all die Brandstifter, also Zucker, Mehl, Samenöle weglassen, was bleibt dann überhaupt noch übrig? Die Antwort ist einfach. Echte, natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. Alle Experten betonen diesen Punkt.
Hör auf, Dinge aus Paketen zu essen und fang an, Dinge zu essen, die deine Urgroßmutter als Essen erkannt hätte. Priorisiere hochwertige tierische Proteinquellen. Grasgefüttertes Fleisch, wild gefangener Fisch, Eier von freilaufenden Hühnern. Warum? Wegen der extrem hohen Nährstoffdichte. Aber Arthur, was ist mit dem bösen, gesättigten Fett in Fleisch und Butter? Das ist der nächste Mythos, der einfach nicht sterben will. Diese alte Annahme, oft als Fettherzhypothese bezeichnet, also die simple Idee, dass gesättigtes Fett direkt die Arterien verstopft, ist gescheitert. Sie wurde in dieser Form nie wirklich bewiesen. Gesättigtes Fett im Kontext von hoher metabolischer Gesundheit, also ohne den gleichzeitigen Konsum von Zucker und Kohlenhydraten, ist kein Problem für den Körper. Das Problem war immer die toxische Kombination aus Fett und Zucker, wie du sie zum Beispiel in einem Donut oder einer Tiefkühlpizza findest. Also nutze gesunde Fette. Tierische Fette aus guter Haltung, hochwertiges Olivenöl, Avocados, Butter, Ghee. Dein Körper braucht sie für Hormone und Zellwände. Wer hier wirklich tief eintauchen will und die Wissenschaft dahinter verstehen möchte, lest das Buch von Dr. Philipp Ovadia. Es heißt Stay off my operating table. Bleib von meinem Operationstisch fern. Eine absolute Pflichtlektüre für jeden, dem seine Herzgesundheit wichtig ist. Ich verlinke dir das Buch und andere meiner Buchempfehlungen wie immer auf meiner Produktseite unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher und Gesundheit, Ernährung, Herz und Kreislauf. Okay, wir wissen jetzt, was wir messen müssen, welche Lifestyle-Faktoren zählen, was wir meiden müssen und was wir essen sollen. Aber was ist, wenn es zu spät ist? Was ist, wenn du beim Arzt warst und er gesagt hat, Sie haben Plaque, Ihre Arterien sind verkalkt? Der Mythos ist, wenn du Plaque hast, ist das Spiel vorbei. Du brauchst jetzt Statine bis ans Lebensende. Falsch. Dr. Ovadia sagt, du stirbst nicht an Plaque, du stirbst an instabiler, entzündeter, rupturierter Plaque. Denk an einen Pickel. Plaque ist wie ein Pickel in deiner Gefäßwand. Ein kleiner, stabiler, verkalkter Pickel ist harmlos. Ein großer, fetthaltiger, heißer, entzündeter Pickel, der kurz vor dem Platzen steht, das ist die Gefahr. Wenn der Pickel platzt, entsteht ein Gerinnsel. Das ist der Herzinfarkt oder der Schlaganfall. Das Ziel ist also Plaque-Stabilisierung. Wir müssen die Entzündung stoppen. Und ja, alle Experten in der Analyse bestätigen, Plaque-Regression, also die Umkehrung oder zumindest ein kompletter Stopp der Progression ist möglich. Wie? Indem man exakt die Ursachen bekämpft, über die wir gesprochen haben. Insulinresistenz und Entzündung. Wie findest du jetzt heraus, ob du bereits Plaque hast? Es gibt einen guten Test, den viele Experten empfehlen, aber wenige Ärzte standardmäßig machen. Den CT-Coronar-Calcium-Score oder in kurz CAC-Scan. Das ist ein kurzer CT-Scan deines Herzens ohne Spritze, also ohne Kontrastmittel. Er kostet 150 bis 250 € und misst verkalkte Ablagerungen in deinen Herzkranzgefäßen. Score 0, super, du bist wahrscheinlich okay. Score über 0, dann hast du die Krankheit und musst handeln. Achtung, der Scan sieht nur alte, harte Plaque. Für weiche, frische und gefährliche Plaque brauchst du eine CT-Angiografie, CCTA. Die ist detaillierter, mit Kontrastmitteln, aber teurer und aufwendiger. Sprich mit deinem Arzt. Die Strategie für die Bekämpfung der Ursache ist aber immer die gleiche. Das Prinzip ist exakt dasselbe wie bei der Fettleber. Es ist dasselbe metabolische Problem. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, wie man die Fettleber umkehren kann, indem man die Wahrheit über Zucker und Fett versteht. Die Strategie ist identisch. Dr. Ovadia, ein Herzchirurg, hat diesen unglaublichen Satz gesagt, der mich nicht mehr loslässt. Jeder Patient, der auf meinem Operationstisch landet, war ein Versagen. Es war ein Versagen des medizinischen Systems. Lass es nicht so weit kommen. Übernimm Verantwortung für deine Gesundheit, denn wie ich immer sage, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Und denk dran, keiner kommt, um dich zu retten. Das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. Und falls du jemanden kennst, der sich nur Sorgen um seinen Cholesterinwert macht und vielleicht schon Statine nimmt, aber weiter Zucker und Samenöle isst, dann teile dieses Video mit ihm oder ihr. Fassen wir die wichtigsten Punkte von heute noch einmal zusammen. 5 Top-Experten sind sich einig. Arteriosklerose ist ein Problem von Insulinresistenz und Entzündung. Das sind die 3 wahren Brandstifter, die du sofort eliminieren musst. 1. Zucker und verarbeitete Kohlenhydrate. 2. Industrielle Pflanzenöle wie Raps- oder Sojaöl. Und 3. Verarbeitete Lebensmittel. Die 3 wichtigsten Messwerte, die du wirklich brauchst, sind 1. Dein Nüchtern-Insulin oder HOMA-IR. 2. Dein Triglycerid zu HDL-Verhältnis und 3, ein CRC-Scan, um zu sehen, ob du schon Plaque hast. Das ist die Strategie, auf die es wirklich ankommt. Wenn dir dieser evidenzbasierte Ansatz gefallen hat und du mehr davon willst, dann lass gerne jetzt einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Unglaublich, aber über 70% der Zuschauer hier haben das immer noch nicht getan. Welches Thema nächste Woche kommt, steht auch nicht fest, aber wir stimmen dazu in unserem Telegram-Kanal ab. Wenn du den YouTube-Kanal aktiv mitgestalten möchtest, komm gerne dazu. Bleib gesund, bleib kritisch und denk dran, du selbst bist die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi. In diesem Sinne,
Peace out.